Heute geht es um die Frage, ob die Weltbevölkerung immer weiter ansteigen wird, sodass wir plupp irgendwann eines Tages auf diesem Planeten aus allen Nähten platzen werden. Und wenn diese Problematik besteht, wie haben sich dann frühere Gesellschaften daran angepasst? Ist es dem Genius des Homo sapiens wirklich gegeben, sich immer weiter zu vermehren, oder wird er irgendwann an Grenzen stoßen, an dem auch er die Gesellschaften nicht mehr weiter fortentwickeln kann? Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution, lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute geht es erstmal um die Weltbevölkerung als solches, um die genaue Zahl, über die verschiedenen Quellen, über die Vergangenheit, wie viele Menschen früher eigentlich gelebt haben. Und das ist natürlich ganz klar, wir haben hier dort keine exakten Werte. Es gibt im Wesentlichen keine zeitgenössischen Statistiken. Aber wir können euch aus verschiedenen Darstellungen, aus verschiedenen Abschätzungen vielleicht hier mal einige Werte übernehmen von anderen Autoren, die wir ein bisschen jetzt vergleichen wollen, ein bisschen zusammenstellen wollen, nach Plausibilität ein bisschen ordnen, aufwerten, abwerten und so weiter. Und das machen wir jetzt also hier einmal nur für den Homo sapiens, also für die letzten 10.000, 15.000 Jahre. Und das ist die Vorgeschichte des Homo sapiens vor der letzten Kaltzeit, also vor den letzten 10.000, 15.000 Jahren hier außen vor. Und erst recht die vielen Jahrhunderttausende zuvor, die wir hier auch nicht betrachten wollen. Generell ist eben halt klar, dass die Weltbevölkerung etwa von 0 auf 8 Milliarden angestiegen ist. Und das trage ich ja schon mal in der Grafik ein, im Rand. Haben also jetzt hier die Werte drin. Entsprechend hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Milliarden Menschen. Wobei jeder Teilstrich jetzt 1 Milliarde Menschen ist und die natürlich denselben Abstand haben. Und die Zahlen, die ich jetzt abgeschätzt habe aus den verschiedenen Darstellungen, die trage ich jetzt hier einmal ein. Sie sehen, das ist der rote Graph und der lässt sich relativ einfach interpretieren, denn es ist ganz klar, wir haben hier zwei verschiedene Phasen. Bis etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben wir also kaum Bevölkerungswachstum drin. Und ab dem 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, auch am Anfang des 21. Jahrhunderts haben wir eine gigantische Bevölkerungsexplosion, die wirklich wie ein Atompilz hier emporsteigt und von der man nur erwarten kann, dass er irgendwann im Laufe des 21. Jahrhunderts gewissermaßen die ganze Weltbevölkerung zur Explosion bringt und das gesamte Gesellschaftsgefüge durcheinanderwirbeln wird. Das wurde damals schon im 20. Jahrhundert als eine Art Bevölkerungsbombe interpretiert. Das heißt, diese Bevölkerungsbombe steht gegenüber die atomare Bombe und beides wirkte seinerzeit extrem gleichermaßen bedrohlich, nämlich eben halt Vernichtung der Menschheit durch die Übervölkerung, durch die Bevölkerungsexplosion und zum anderen eben halt die Vernichtung der Menschheit durch die Atombombe, die damals auch noch relativ neu war. Somit wurde es zumindest in den Medien so dargestellt und an dieser Darstellung hat man doch aus heutiger Sicht einige Zweifel. Und das liegt auch schon daran, dass vielleicht diese Grafik, dieses Diagramm, wie ich es Ihnen jetzt zeige, vielleicht auch etwas anders dargestellt werden könnte und wohl auch sollte. Denn wenn wir jetzt von 1 Milliarde auf 2 Milliarden hochgegangen sind, haben wir uns ja verdoppelt in diesem damaligen Zeitraum. Wenn wir jetzt von 7 auf 8 Milliarden hochgegangen sind, haben wir nur 14% Wachstum. Das heißt, wir müssen das Ganze auch mal etwas proportionaler sehen, wie viel Prozent Wachstum haben wir. Und deswegen möchte ich jetzt hier am linken Rand die logarithmische Skalierung einführen. Die logarithmische Skalierung geht also hier von 5 Millionen, 50 Millionen, 500 Millionen, 5000 Millionen. Sie sehen also, die Abstände sind jetzt kein bestimmter additiver Wert, sondern ein multiplikativer Wert. Also immer um einen Faktor 10 erhöht. Und dazu gibt es auch diese Teilstriche dazwischen auch noch. Das heißt, wenn wir jetzt also hier bei 5 anfangen, 5 Millionen sind die anderen kleinen Teilstriche 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 und dann eben halt entsprechend auch 40, 45, 50 Millionen. Und dasselbe Spielchen geht bei 50 Millionen nochmal weiter, 50, 100, 150 und so weiter. Bei 500 geht es weiter, also 500, 1000, 1500 Millionen. Und so sind eben halt die anderen Teilstriche dann skaliert. Wobei die Abstände zwischen Teilstrichen jetzt, wie gesagt, der logarithmischen Skalierung folgen. Das heißt, zwischen 5 und 10 Millionen ist deutlich mehr Abstand als zwischen 20 und 25 Millionen. Zwischen 5 und 10 haben wir eine Verdoppelung drin. Zwischen 20 und 25 Millionen haben wir eben ein Plus von 25% nur.
Und deswegen sind die Abstände eben entsprechend hier kleiner. Das heißt, der Graph, den wir dann nachher einzeichnen werden, wird also das prozentuale Wachstum vor allen Dingen zeigen. Der Graph steigt also nicht so stark an, wie die absoluten Zuwächse sind, sondern der Graph wird dann ansteigen, wie hoch die prozentualen Zuwächse sind. Und genau diesen Graphen zeigen wir jetzt hier einmal. Das ist auch hier die schwarze Linie. Und das sind also dieselben Werte, die auch dem roten Graphen zugrunde liegen, nur eben halt jetzt anders skaliert. Rechts sehen Sie eben halt die arithmetische Skalierung, links die logarithmische Skalierung. Und die Interpretation beider Kurven ist doch recht unterschiedlich. Das heißt also, hier haben wir den Vorteil, dass wir mit dieser logarithmischen Skalierung die niedrigeren Werte unten aufgezogen haben, sodass wir auch absolut kleine Veränderungen, die bei prozentual sehr stark sind, viel besser erkennen können. Dort haben wir also hier wesentlich mehr Platz drin für diese knappen Veränderungen, die aber sehr wichtig waren. Und oben von 6 nach 7 nach 8 Milliarden Menschen, dort ist eben halt entsprechend gestaucht, sodass also hier nur wenig Platz zur Verfügung steht, weil es ja auch prozentual gesehen nur eine kleine Steigerung gewesen war. Dieses bessere Ablesen der kleinen Werte macht auch manche Veränderungen in der Vergangenheit deutlicher. Wir haben also hier zum Beispiel relativ gut ablesbar den Reichszerfall des Römischen Reiches und des nahezu zeitgleichen Verfalls des Han-Reiches in China deutlich erkennbar in der Stagnation der Weltbevölkerung. Wir haben hier erkennbar im 14. Jahrhundert auch einen klaren Rückgang der Weltbevölkerung durch die Pest. Und insgesamt ist natürlich dieser Graph wesentlich gleichmäßiger. Gibt es also dieses prozentuale Wachstum in den ersten Jahrtausenden durchaus. Also auch damals ist die Weltbevölkerung in einem durchaus erheblichen Tempo gewachsen. Und das ist schon eben eine ganz wichtige Entwicklung, die wir mit berücksichtigen wollen. Und wenn wir den Graphen uns jetzt anschauen, der erscheint jetzt hier in schwarzer Farbe, dann hat er doch eine ganz andere Form als der rote Graph, obwohl beide Graphen auf denselben Zahlen basieren. Nur rechts sind sie eben arithmetisch skaliert, links logarithmisch. Es fällt zum Beispiel beim schwarzen Graphen auf, dass zum Beispiel bestimmte Perioden weltweit eine Bevölkerungsstagnation klar aufzeigen. Zum Beispiel 300 nach Christus roundabout zerfällt das Römische Reich bzw. das Han-Reich in China. Und da sehen wir diese Stagnation drin. Auch haben wir hier generell im 14. Jahrhundert einen Bevölkerungsrückgang zum ersten Mal auf diesem Planeten. Insgesamt weist dieser schwarze Graph ein deutlich gleichmäßiges, ein deutlich höheres Wachstum in den ersten Jahrtausenden auf. Und er hat also hier eine viel gleichmäßigere Form insgesamt. Das heißt, auch das Bevölkerungswachstum in den früheren Jahrtausenden vor der Industrialisierung war durchaus ganz erheblich gewesen. Man darf natürlich jetzt nicht unterschlagen, natürlich auch hier, die letzten 200 Jahre seit dem 19. Jahrhundert, auch hier im schwarzen Graphen muss man das zugeben, das prozentuale Bevölkerungswachstum der letzten 200 Jahre ist das größte der Weltgeschichte gewesen, gar keine Frage. Das kann man hier schon erkennen. Es sind also nicht nur die höchsten absoluten Zuwächse in den letzten 200 Jahren zu verzeichnen, sondern auch die höchsten prozentualen Zuwächse. Und deswegen eben halt ist das eben halt schon eine Explosion, kann man schon sagen, auf diesem Planeten in den letzten 200 Jahren, die wir zu verzeichnen haben. Soweit diese Grafik. Noch ein weiterer Punkt dazu. Natürlich sind die Zahlen, die ich hier genannt habe, nicht objektiv ganz exakt. Wir wissen natürlich die genaue Einwohnerzahl nicht. Und das sind natürlich hier Zahlen, die immer mit einem gewissen Unsicherheitsbereich zu versehen sind. Den trage ich mir ein. Und das sind erstmal in den ersten Jahrtausenden etwa 60% plus minus, was die Weltbevölkerung anbelangt. Also eine ganz erhebliche Unsicherheit. In den ersten späteren Jahrtausenden wird dann diese Unsicherheit dann weniger werden. Gut. Vor allen Dingen ist aber diese Kurve, die ich jetzt drin habe, in einer anderen Hinsicht schwer zu interpretieren. Oder sie kann falsch interpretiert werden zumindest. Das Wachstum der Weltbevölkerung ist ja von diesen 2 Ausnahmeperioden abgesehen relativ stetig. Ist es wohl auch gewesen, aber das suggeriert ja, dass diese Entwicklung in allen Ländern einigermaßen gleichmäßig sei. Also dass eben mal Perioden des Rückschrittes nur ganz selten seien und es mal mehr und mal weniger schnell vorwärts geht. Das ist aber eine sehr fragwürdige Sichtweise. Ich habe dazu hier mal ein kleines Modell vorbereitet. Und zwar denke ich mir jetzt fiktive Länder aus, um das Prinzip besser verständlich machen zu können. Ich nehme also mal ein fiktives Land 1 vor und dieses Land Nummer 1 hat also hier verschiedene Phasen, eine Aufschwungphase, eine Abschwungphase, eine Aufschwungphase, eine Abschwung und dann nochmal eine Aufschwungphase. Und das ist also eine erhebliche Fluktuation in diesem Land drin. Die Volatilität ist extrem hoch. Also die Werte gehen nur so hin und her, dass sich das
dass sich das eben halt doch sehr stark, in sehr starken Wandlungen bemerkbar macht. Land 2 füge ich auch nochmal hinzu. Land 2 habe ich hier auch noch drin und das Land 2 ist genauso aufgebaut wie Land 1. Das hat dieselben Aufschwung, Abschwung, Aufschwung, Abschwung, Aufschwungphasen wie in Land 1 auch. Nur eben halt jetzt zeitversetzt. Können sich ausrechnen, vielleicht 200, 300 Jahre, keine Ahnung. Also die ähnliche Entwicklung auch wie in Land 1, nur eben halt mit einem zeitlichen Abstand. Und das mache ich mit Land 3 auch nochmal. Wieder im zeitlichen Abstand. Und mit einem fiktiven Land 4 auch nochmal. Da haben wir 4 Länder jetzt drin. Sie sehen, das sind immer dieselben Zyklen drin, nur eben halt zeitversetzt. Deswegen will ich die Weltbevölkerung nicht als Summe darstellen, denn wenn ich das jetzt täte, dann würde die Weltbevölkerung hier irgendwo durch die Decke gehen am Graphen. Im Diagramm, das will ich auch nicht. Deswegen rechne ich mal die Weltbevölkerung als Durchschnittswert aus jetzt. Und kommen zu dieser Kurve hinein. Und Sie sehen schon, dass der Verlauf dieser Kurve sehr an den Verlauf der tatsächlichen Entwicklung der Weltbevölkerung erinnert. Auch hier ein mehr oder weniger gleichmäßiges Wachstum, mal eine Stagnationsphase drin, aber ansonsten immer doch relativ gleichmäßiges Wachstum, obwohl es in diesen 4 Ländern zu erheblichen Auf- und Abschwüngen gekommen ist. Nur, wenn im Land eines aufwärts gegangen ist, in anderen Ländern wieder abwärts gegangen oder es ist stagniert, geht es im anderen Land noch aufwärts, geht es da wieder zurück. Das heißt, diese Hoch- und Tiefs gleichen sich im Wesentlichen aus, sodass eben halt diese Weltbevölkerung scheinbar gleichmäßig wächst, was sie auch tut, nur wie gesagt, in einzelnen ist es dann unterschiedlich. Wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie sogar eine Periode, wo hier auch in diesem Modell die Weltbevölkerung insgesamt rückläufig ist. Obwohl sie in einigen Ländern dann weiter ansteigt, aber in einigen großen Staaten eben halt hier der Einbruch so dramatisch ist, dass insgesamt die Weltbevölkerung zurückgeht, wie es zum Beispiel auch in der Pest im 14. Jahrhundert, wo China und Europa insbesondere sehr starke Bevölkerungsverluste erlitten hatten. Jo, das ist unser Modell, aber es erklärt noch nicht genau, wieso es dann in einzelnen Ländern so stark bergauf geht. Und das hat mit den Umstellungen des Gesellschaftssystems zu tun. Wir haben also hier in der Weltgeschichte 5 verschiedene Perioden, die wir grundsätzlich unterscheiden können. 5 verschiedene Grundeinstellungen von Gesellschaften, wie sie ihre Ernährungsbasis sichern und wie sie ihre Wirtschaftsweise grundsätzlich organisieren. Zum einen haben wir natürlich Jäger und Sammler in der Anfangszeit, in der Altsteinzeit, die also hier als Nomaden umherziehen. Und dann etwa ab 8000 vor Christus haben wir zum ersten Mal auf diesem Planeten Gartenbaugesellschaften. Gartenbaugesellschaften, die also eine einfache Landwirtschaft betreiben und die also säen und ernten und zwischendurch immer auf Niederschlag hoffen, doch nicht besonders gut organisiert sind, aber eben halt schon Landwirtschaft betreiben. Eine viel strukturierte Organisation haben wir dann etwa 3000 vor Christus, 3500 vor Christus mit den Agrargesellschaften, also die Sumerer, die Ägypter und andere Völker mehr, die also Arbeitsteilung, Schrift, Herrschaft, Gesetze, Kalender, Wissenschaft, all diese Dinge beherrschen mussten, um eben halt die Bewässerung der Felder durch die großen Flusssysteme am Euphrat, Tigris und Nil bewerkstelligen zu können. Ja, und entsprechend kommt als nächste Stufe dann die Industriegesellschaft, etwa 1800 nach Christus. Also entsprechend jetzt hier in England ganz groß eingestiegen und hat sich dann eben halt in folgenden Jahrzehnten auf den Rest der Welt übertragen. Und als letzte Entwicklungsstufe haben wir dann jetzt ab etwa, sagen wir 1960, 1970 herum, die postindustrielle Gesellschaft, die zum ersten Mal auch jetzt weniger Kinder hat, als es zur Bestanderhaltung notwendig wäre. Weil es eben halt letztendlich in der postindustriellen Gesellschaft zu einem Rückgang der Geburtenrate kam, wird die Weltbevölkerung auch in den nächsten Jahrhunderten oder im nächsten Jahrhundert nicht so stark mehr ansteigen wie in früheren Jahrhunderten, in den letzten 100, 200 Jahren. Wir werden also etwa am Ende des 21. Jahrhunderts auf 10,8 Milliarden Menschen angekommen sein. Also zwar noch 3 Milliarden Menschen mehr, aber das ist logarithmisch gesehen, also prozentual gesehen, jetzt nicht so viel mehr, jedenfalls bedeutend weniger, als die enorme Bevölkerungsexplosion im 20. Jahrhundert stark war. Und insofern wird das prozentuale Wachstum hier deutlich geringer ausfallen. Und jetzt wollen Sie von mir sicherlich hören, ob das gut oder schlecht ist, dass es so ist. Da bin ich erstmal neutral. Also wäre ich jetzt vorsichtig, das immer alles schlecht zu reden, zu sagen, oh Gott, 3 Milliarden Menschen mehr, was machen wir nun mit denen? Ich denke mal, auch da wird es eben halt Möglichkeiten geben, diese sinnvoll einzusetzen, sie zu ernähren, dürfte auch keine große Schwierigkeit darstellen. Letztendlich, wenn das Ökosystem stabil bleibt, kann es da eigentlich gar keinen Zweifel geben. Und vielleicht ist auch dieses Bevölkerungswachstum an sich ja auch eine Notwendigkeit für gesellschaftlichen Fortschritt. Und deswegen, wie gesagt, sollten wir das 21. Jahrhundert sehr positiv betrachten, was dort anbelangt.
Es gibt natürlich auch unterschiedliche Alternativen, die gehen teilweise davon aus, dass die Weltbevölkerung auf über 15 Milliarden Menschen noch ansteigen wird im 21. Jahrhundert. Andere Szenarien gehen von einem leichten Bevölkerungsrückgang sogar aus. Da gibt es natürlich eine erhebliche Spannbreite dazwischen. Aber insgesamt haben wir doch eher den Eindruck, dass sich die Bevölkerungswelle, diese Bevölkerungsexplosion des 19. und 20. Jahrhunderts jetzt im 21. Jahrhundert langsam ausläuft und sich dann langsam abflacht. Sodass wir eben halt da eben doch eine insgesamt stabilere Entwicklung bekommen als zuletzt. Und wir sollten dieses 21. Jahrhundert deswegen sehr positiv mal annehmen und sollten vielleicht deswegen auch hier diese Zeitspanne als große Chance für die menschheitliche Entwicklung dann sehen, sodass wir das Ganze vielleicht abstrakt als sehr positive Chance sehen. Ganz abstrakt heißt, wir betrachten es ein bisschen so wie jetzt der Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise, der früher, wenn er mit bestimmten Bewohnern des Planeten nicht zurechtkam oder wenn man sich darüber gewundert hat auf dem Raumschiff, warum jener Planet sich so komisch entwickelt hat, den Soziologiecomputer des Raumschiffs Enterprise angeworfen haben und der dann bestimmte Analysen herausgegeben hat. Ganz nüchtern, ganz kalt, und sie haben Mr. Spock gefallen und gesagt, das ist dann so, wie es ist. Und das fand natürlich zeitweise Widerspruch bei seinen anderen Vorgesetzten, bei seinen Mitoffizieren. Aber nun gut, oftmals hatte Mr. Spock, oder eigentlich immer, hatte Mr. Spock letztendlich recht. Und deswegen verabschiede ich mich heute von Ihnen mit dem vulkanischen Gruß. Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.